In ganz vielen Reisemobilen ist Platz, um Fahrräder mitzunehmen, Motorräder mitzunehmen, wie zum Beispiel hier auf dieser großen Bühne, vielleicht sogar ein Quad. Aber was soll man dann eigentlich wirklich mit auf die Reise nehmen? Die Auswahl ist einfach riesengroß. Und wir haben hier mal die wichtigsten Sachen ausprobiert. Ich komme! Und keiner wartet mal wieder auf den Moderator. Ist aber auch kein Wunder, denn er ist als einziger ohne Strom oder Benzin unterwegs. Mit einem Zweirad zu reisen hat viele Vorteile. Einfach mal das Mobil stehen lassen, Sport treiben, einkaufen fahren, ein Ausflug in die Natur. Hatte man früher die Wahl zwischen Benzin- oder muskelbetriebenen Gefährten, ist heute eine spannende Komponente dazugekommen. E-Bikes, Pedelecs oder sogar E-Motorräder. Doch zunächst sollte jeder seine eigenen Ansprüche prüfen und den vorhandenen Platz sowie die Lademöglichkeiten. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns Unterstützung von einem Radprofi geholt. Und wir starten ganz ursprünglich beim Mountainbike. Wir sehen hier zu meiner Linken ein ganz normales, würde man heute sagen, Hardtail Mountainbike, wo also nur das Vorderrad gefedert ist. Relativ leicht gebaut, hier aus Carbon. Das ist natürlich ideal, um es mitzunehmen für kleinere Touren, so im Wald. Da kann man sich ein bisschen sportlich fordern und. Die weiteren Vorzüge? Robust, leicht und preiswert, denn ein Mountainbike gibt es ab 400 €, Markenräder starten bei 1000 €. Ein großer Vorteil? Es ist quasi immer einsatzbereit und Reparaturen sind zumindest bei den 26 Zöllern weltweit möglich. Das sieht beim nächsten Kandidaten schon anders aus. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, wenn man mit einem großen Mobil unterwegs ist, ist hier im Vordergrund das Paul E. von Bergamont, sein Falt-Elektrobike. Und das passt natürlich auch in die kleinste Garage am Expeditionsmobil rein. Hinten drauf auf so eine Bühne natürlich locker. Und da ist sogar ein Gepäckträger dran. Das hat einen 500 Wattstunden Akku. Also damit kann man auch schon 40, 50, 60 Kilometer weit fahren, wenn man es mit der Unterstützungsstufe nicht übertreibt. Weil der hat ja so 1, 2, 3 Unterstützungsstufen. Und da kommt man zum Beispiel mit so einem Faltrad auch schon ganz gut klar. Wichtig, der Preis kennzeichnet die Qualität und hier solltet ihr nicht sparen. Ein gutes Markenfaltrad kostet mindestens 800 €, ein Top-E-Bike wie dieses hier gibt es erst ab 3000 €. Klar, der große Pluspunkt ist das kleine Packmaß. Offroad sind Falträder wegen ihrer kleinen Reifen aber untauglich, schon Feldwege werden mühsam. Das kann der größere Kollege deutlich besser. Dieses Bergamont E-Horizon, das ist das, was wir eigentlich mittlerweile auch bei den Fahrrädern ein SUV nennen. Ne? Das ist ein Fahrrad, eine eierlegende Wollmilchsau, kräftig, mit der kann man auch ins Gelände. Es hat breite Reifen, es hat eine Vollfederung, ist aber dennoch voll ausgestattet mit Schutzblech, Licht und allem Pipapo und natürlich im E-Antrieb. Und ja, das ist nicht ganz billig. Ne? Also das ist der Mercedes Sprinter Allrad unter den Fahrrädern quasi. So könnte man das sagen, genau. Das kostet dann auch schon 6.000 oder 7.000 € oder 5.000, je nachdem, wie stark der Motor darin verbaut ist. Ne? Hier ist gerade ein Bosch Performance Line, das ist nun der zweithöchste, größte, stärkste Motor von Bosch. Und je nachdem, wie diese Fahrräder gespeckt sind, fällt letztlich auch der Preis aus. Also das ist schon Oberklasse. Ich meine, 6.000 €, das bezahlen manche für das Basisfahrzeug, wo sie das Fahrrad hinten draufstellen wollen. Ja, so ist das. Auch wir Fahrradfahrer haben ein Herz für Qualität und viele wollen das auch zahlen. Ehrlich gesagt, da ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt auch SUVs, also E-Bikes mit dicken Rädern, die kosten bis 10.000 €. Tja, bevor wir hier jetzt wieder die Diskussion über Preise ins Rollen bringen, werfen wir lieber noch einen Blick auf die Vorteile von Pedelecs bzw. E-Bikes. Bis zu 100 Kilometer mit Unterstützung sind eine tolle Sache und erhöhen die Reichweite enorm. Ist der Akku aber alle, wird die Tour schnell zur Tortour. Das hohe Gewicht von mindestens 25 Kilo verlangt aber nicht nur unterwegs sein Tribut, sondern auch beim Verpacken. So, jetzt haben wir mal diesen Koloss hier draufgepackt, aber wie kriege ich den überhaupt fest? Also ich stelle ihn erstmal nicht auf den Ständer ab. Nein, eigentlich, also das können wir jetzt mal kurz machen, aber danach muss das Rad schon ordentlich verzucht werden. Aber wenn ich jetzt hier eine Federgabel habe und hier hinten habe ich einen gefederten Vorbau, das ist ja alles in Bewegung. Wo kann ich denn überhaupt rangehen? Also du hast recht erstmal, also deshalb würde ich vorschlagen, dass man sich die festen Rahmenteile nimmt. Ne? Hier zum Beispiel ist keine Bewegung, hier ist keine Bewegung.
Letztlich kannst du aber auch die meisten Federungen tatsächlich blockieren. Ne? Da gibt es oben an der Federgabel ein Rädchen, auf der anderen Seite, drüben, ne? Genau, Lock und Unlock, ganz genau. Das gleiche gibt es hier auch beim Hinterraddämpfer. Und damit federt er schon nicht mehr. Und damit genau sinkt er praktisch nicht mehr ein. Okay. Ja, und dann um die festen Rahmenteile und los geht's. Und Stichwort Akku raus, Diebstahlschutz. Also ich kann nicht den Akku schnell rausnehmen und dann... Ja, der Akku geht tatsächlich hier unten, ist mit dem Schlüssel gesichert. Ja. Insofern kann er auch nicht einfach geklaut werden. Also der Akku kann nicht geklaut werden. Ja. Insofern sage ich mal, für kurze Strecken würde ich das Fahrrad so transportieren. Für längere Strecken oder bist du in der Innenstadt irgendwo, ist es natürlich schon gut, den rauszunehmen. Weil allein dem Dieb die Motivation nimmt, das Fahrrad zu nehmen. Weil sonst muss er sich irgendwo immerhin auch 1.000 € teuren Akku. Allein der Akku kostet 1.000 €? Der Akku ist so bei 800, 900 €, je nachdem von welcher Firma. Okay. Und wenn der fehlt, ja gut, kannst du erstens nicht so schnell abhauen. Und zweitens, ja, fehlt eine große Motivation. Ja. Und die Kontakte könnten aber offen bleiben. Das ist nicht schlimm, wenn ich den Akku rausnehme. Nein, das stört nicht. Das dürfte kein Problem sein. Okay. Und hier kann ich einfach mal jetzt hier so rumgehen. Das macht dem Rahmen auch gar nichts. Egal irgendwie welches Material, einfach rum und fertig. Also hier, das ist jetzt ein Alurad, da kann eigentlich gar nichts passieren. Bei Carbon wissen wir, Carbonfasern, die sind eigentlich schwach, unempfindlich, aber die reagieren auf Quetschung extremst sensibel. Wenn wir also zum Beispiel wie bei alten oder bei den herkömmlichen Fahrradträgern diese Klemmen haben, da muss man wirklich beim Carbonrahmen extrem die man so zusammenschraubt. Ganz genau. Aber wenn ich dann eine Sattelstütze aus Alu habe, dann kann ich da ja im Prinzip rangehen. Exakt, die Sattelstütze aus Alu ist wieder sehr, sehr unempfindlich. Okay. Sag mal, weil ich jetzt gerade hier so auf Augenhöhe stehe, keines der Fahrräder hat mehr klassische Felgenbremsen. Die haben alle Scheibenbremsen. Da sind die ja moderner als ein Unimog. Absolut. Also wir reden über in den meisten Fällen auch hydraulische Scheibenbremsen. Es gibt auch bei Fahrrädern mechanische, aber die hydraulischen haben sich durchgesetzt. Erst recht bei den E-Motor angetriebenen. Die sind zum Teil sogar mit 180er Scheiben. Also die meisten sind 160er Durchmesser, manche 180. Es gibt sogar, hier haben wir glaube ich eine Zweikolbenbremse. Es gibt sogar dann bei den E-Fullies, was wir eben hatten, bei dem Scott, ist glaube ich eine Vierkolbenbremse sogar drin. Die gibt es dann zum Beispiel auch High-End von Magura, eine deutsche Firma aus Bad Urach, in der Schwäbischen Alb, die auch an Motorrädern beliebt ist. Also das ist Bremsen auf höchstem Niveau. Und die meisten Menschen wundern sich, wenn sie von einem ganz normalen Fahrrad heutzutage auf ein E-Bike oder selbst auf ein Gravelbike mit einer hydraulischen Scheibenbremse gehen. Das ist erstmal ein großer Aha-Moment. Ja, aber überhaupt Aha-Moment, es kommt mich zum Thema Helm. Die Dinger fahren sehr schnell, die Dinger verzögern ziemlich ordentlich. Also ein E-Bike sollte ich nicht mehr ohne Helm fahren. Also ich fahre tatsächlich auch ein herkömmliches Fahrrad nicht ohne Helm. Sobald ich mich auf mein Fahrrad setze und zumindest mehr als die 500 Meter zum Bäcker fahre, habe ich einen Helm auf. Das gehört für mich dazu wie Anschnallen im Auto. Bei den Pedelecs sollte man das auf keinen Fall machen, weil du halt diese gesicherte Geschwindigkeit schon fast von 25 km/h hast. Und wenn wir dann noch überlegen, dass E-Bikes natürlich vor allem auch bei älteren Leuten, und sagen wir ruhig, das tut mir selber in der Seele weh, sagen wir sogar schon über 50, aber erst recht dann über 60, dann ist das wirklich geboten, unbedingt den Kopfstützen. Weil wir haben tatsächlich in Deutschland auch, hat letztens auch eine große Untersuchung ergeben, wir haben ein Problem mit älteren Leuten, mit Rentnern in Anführungsstrichen, die mit E-Bikes stürzen. Die machen den Großteil der Unfälle aus. Also nicht nur ein Fahrrad kaufen, sondern Helm gleich mit dazu. Helm mit dazu und am besten tatsächlich sogar die ersten Meter irgendwo fahren, wo kein Straßenverkehr ist, kein öffentlicher Verkehr ist. Ich würde bevorzugen sogar, wenn Händler in Deutschland sogar praktisch ein kleines Fahrtraining mit dazugeben, wenn jemand bei Ihnen ein, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 € teures Bike kauft. Ja, okay, aber mit Üben abseits der Straßen haben wir ja überhaupt kein Problem. Da sind wir meistens unterwegs. Und für diesen Geländeeinsatz eignet sich vor allem ein E-Mountainbike. Letztlich könnte man sagen, wo ist ein Fahrrad genau wie das, hat einen gleich großen Akku auch. Die sind hier wunderschön vorne im Unterrohr integriert, beides 625 Wattstunden Akkus. Aber der große Unterschied ist natürlich, hier ist keine Vollausstattung. Wir sehen keine Schutzbleche, wir sehen keinen Gepäckträger, wir sehen kein Licht, dafür aber unheimlich breite, grobstollige Reifen, fast wie eine Motocross-Motorrad. Ja, und damit kann man dann natürlich wirklich durch richtig schweres Gelände ackern. Fragt sich nur, wie sieht es mit der Reparatur in weit entfernten Ländern aus? Die Speichen, die Ritzel, die Kette, wie hier an diesem Fahrrad, kannst du auch alles in der Mongolei reparieren lassen. Und der Akku ist letztlich
ein Akku. Ja. Da wird das, also ich glaube, da wird es schwierig, ehrlich gesagt. Schwierig wird es auch bei der Auswahl, denn die ist groß. Dazu ein letzter Tipp vom Profi. Wichtig ist, bevor man sich so ein Fahrrad kauft, dass man wirklich eine ehrliche Bedarfsanalyse macht. Ne? Ja. Dass man wirklich sagt, okay, brauche ich wirklich ein Gerät, was ständig solche Steigungen fährt, oder reicht mir nicht auch ein Rad, was ich fast nur im Flachen fahre? Ja. Weil was nutzt es mir, wenn ich mir hier so ein Unimog, wie du so schön gesagt hast, kaufe, wenn ich doch nur immer morgens 2 Kilometer zum Brötchen fahre? Da kann man viel Geld sparen und hat vielleicht sogar einen größeren Fahrspaß mit einem anderen Modell. Und wer jetzt gar nicht in die Pedale treten will, für den hätten wir da auch noch was. Bei großen Lkw gehört die Enduro ja schon fast zum guten Ton. Allerdings ist ein Trockengewicht von knapp 90 Kilo wie bei unserer 125er schon ein echter Brocken. Dazu kommen Helm, Schutzkleidung, Öl und Sprit. Dafür liegen die Kosten mit 2.500 bis 4.000 Euro im moderaten Bereich und die Reichweite ist natürlich deutlich größer als beim strombetriebenen Kollegen. Um mit so einem E-Motorrad schneller als 45 km/h fahren zu können, muss man aktuell tief in die Tasche greifen und mindestens 8.000 Euro hinlegen. Die Reichweite ist mit 50 bis 100 Kilometern in Ordnung, allerdings heißt es schieben, wenn der Strom alle ist. Jetzt waren wir einen Tag lang mit diesen ganzen Rädern im Gelände unterwegs und auch auf der Straße, und ich muss sagen, das E-Moped, das hat schon Spaß gemacht. Allerdings ist der Anschlagpunkt viel zu eng und ja, das Ding ist schwerer als ich. Also beim Rückwärtsschieben und generell beim Halten habe ich schon meine Probleme damit. E-Mountainbike finde ich gerade in den Bergen total sinnvoll und auch, ja, es macht einfach mehr Spaß damit. Aber wenn ich mal bedenke, dass ich das hier auf den LKW, auf die Plattform heben müsste, selbst das ist für mich nicht drin. Deswegen ist das hier mein Favorit. Auch wenn es heute sehr viel Spaß gemacht hat, mit den vollmotorisierten Fahrzeugen zu fahren, also mit dem E-Moped oder auch mit der Motocross-Maschine, die beide auch sehr geländegängig sind, sind es trotzdem für eine Reise nicht meine Favoriten. Mein Favorit, ich blicke da schon hin, wäre das E-Fully. Mit dem E-Fully kann man sehr viel Spaß im Gelände haben, hat trotzdem noch eine gewisse Form von Bewegung und muss auch kein schlechtes Gewissen haben, mal durch den Wald zu fahren. Am meisten Spaß hat mir das E-Mountainbike gemacht, aber ich stehe jetzt wirklich vor der Auswahl, für meinen LKW ein Fahrrad zu finden, mit dem ich auch täglich dann unterwegs sein kann. Und da ist mein Favorit das normale Mountainbike. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es wirklich leicht. Ich bekomme es auf meine Plattform problemlos drauf. Es hat weniger Technik. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich sicherlich nicht überall die Möglichkeit, ein E-Bike reparieren zu lassen. Und da fühle ich mich mit so einem einfacheren Fahrrad einfach besser. Und insofern wird es das werden. Eine große Auswahl an Zweirädern haben wir uns heute mal angeschaut und jedes für sich hat seinen entscheidenden Vorteil. Sei es das Faltrad, was in das Staufach passt, sei es das E-Mountainbike, was wahnsinnig viel Spaß in den Bergen macht, oder das E-Moped, auf dem man auch zu zweit sitzen könnte. Das sind alles ganz spannende Punkte. Ich habe bei mir auf Reisen eine 10-Sekunden-Regel. Alles, was nicht in diesen 10 Sekunden greifbar ist, das benutze ich auch nicht. Und in diese Kategorie fällt auch das Thema Fahrrad. Da kann ich noch so das dickste Motorrad hinten auf der Hecktraverse haben. Wenn ich es aber erst mal eine Viertelstunde demontieren muss, benutze ich es nicht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich ganz definitiv zwischen diesen beiden Stühlen sitzen. Zur Rechten mein persönliches Mountainbike, ganz leicht, schnell griffbereit, aufgehängt, 2 Gurte dran und in 10 Sekunden griffbereit. Aber ich habe gemerkt, mit einem E-Mountainbike habe ich so viel Spaß, kann so lange Touren fahren, habe einen viel größeren Radius und dabei noch Spaß, die Landschaft zu entdecken. Da muss ich überlegen, ob man nicht auch ein E-Mountainbike in 10 Sekunden griffbereit haben kann. Und wer jetzt noch mehr Infos rund um das Thema Fahrrad erhalten möchte, der guckt sich einfach unser ausführliches Interview mit Matthias Müller von der Bikebild im Director's Cut an.